Hallo, heute wollen wir euch mal ein bisschen zeigen, wie man am besten eine Düngerstreuer einwintert. Und einwintern passiert, jetzt ist draußen Herbst, der letzte Kali ist gestreut, der Streuer steht jetzt für eine ganze Weile, dann ist wichtig, dass man das auch mal nutzt für eine gute Maschinenpflege. Und das A und O bei einem Düngerstreuer ist das Waschen. Ich habe jetzt hier den großen Vorteil, Werner hat schon die Maschine gewaschen, das heißt, ich muss nichts mehr machen, ich kann euch nur erklären, wie es das Beste ist. Das Waschen ist das ganz Entscheidendste. Ihr braucht nichts anderes groß rummachen, wenn ihr ordentlich wascht. Deswegen nehmt euch da Zeit dafür, macht es ganz korrekt, dass ihr das immer richtig macht, dass die Maschine richtig gewaschen ist. Vor allem, wenn ihr einen Dünger habt mit Schwefelanteil. Schwefel ist immer Gift für den Lack. Immer zeitnah nach dem Düngen möglichst die Maschine waschen. So, es geht los. Am besten, dass man die Maschine vorbereitet für das Waschen. Dafür baue ich die Scheiben ab, beide Scheiben. Wir haben die Hutmutter, mit der die Scheiben drauf sind. Bitte die Hutmutter wieder draufsetzen, weil das Gewinde ist geschmiert mit Fett. Das heißt, wenn ich jetzt das Waschen anfange, spüle ich das alles wieder runter. Also einfach die Scheibe wieder, die Hutmutter wieder ganz kurz drauf. Bei der anderen Scheibe genau das Gleiche. So, dann haben wir die Schmutzfänger abbauen, damit man überall gut rankommt. Und auch ganz wichtig ist, die Schieber zu öffnen, damit das Wasser auch wieder rauslaufen kann. Dafür haben wir in der Elektronik die Schnellentleerung. Da müsst ihr beide Schieber rechts und links auswählen und dann komplett aufmachen. Und dann gehen die Schieber komplett auf, dass man überall damit waschen rankommt. Das Entscheidende für den Düngerstreuer waschen ist, viel Wasser, wenig Druck. Ihr könnt das mit einem Hochdruckreiniger machen, das ist überhaupt kein Problem. Aber dann ein bisschen aufpassen, wenn zum Beispiel jetzt irgendwie so Elektronikbauteile sind oder so, dass man jetzt nicht unbedingt mit dem Hochdruckreiniger hier reinleuchtet und sagt, ich muss das hier sauber kriegen, sondern dass man einfach schön drüber wäscht, auch nicht den Dreckfräser nimmt, sondern die normale Düse, damit man überall gut drüber waschen kann. Aber das Entscheidende am besten ist mit viel Wasser, dass das rausspült. Und dann auch, merkt euch die versteckten Stellen. Der Streuer hat überall immer mal so Kanten, zum Beispiel hier unten im Rahmen, wo sich der Dünger dann da reinsetzt oder auch von unten, dass man dort überall immer dran denkt, lernt eure Maschine kennen, guckt, dass ihr wisst, wo die versteckten Stellen sind, weil ich komme manchmal zu Maschinen auf Betrieben hin, die schauen oben, alles picobello, und wenn man von unten reinschaut, dann schaut es katastrophal aus, weil es nicht ordentlich gewaschen ist. Und hier muss ich zum Beispiel auch den Werner ein bisschen schimpfen, weil Werner hat ja beim Waschen in den Wurflügel noch ein bisschen Kali gelassen. Ja? Das heißt, dass man da einfach ein bisschen drauf schaut. So, also komplette Maschine durchwaschen, dass man weiß, wo man da ist. Und ja, wie geht es weiter? Moment, ich muss auf meinen Spickzettel schauen, dass ich das nicht vergesse. Ja, das haben wir eigentlich. Ach ja, eins, was ich euch unbedingt sagen wollte, ist Arbeitssicherheit. Auch beim Waschen passieren viele Unfälle. Und zwar sind viele dabei, die lassen den Streuer laufen mit aufgebauten Scheiben und waschen ihn dabei. Bloß nicht. Absolutes No-Go. Den Streuer nicht laufen lassen. Auch nicht das Rührwerk. Manche lassen das Rührwerk laufen, um innen sauber zu machen. Wenn ihr dann die Schutzgitter öffnet und reinsteigt, nichts. Da passieren Unfälle, da zieht es den Schuh in das Rührwerk rein, also die Maschine nicht laufen lassen. Am besten angebaut am Schlepper, damit man auch in die Maschine reinsteigen kann. Bei dem geht es jetzt, der ist recht niedrig, aber wenn Sie einen hohen Aufsatz habt, darf man nicht in die Maschine einsteigen, wenn er so lose auf dem Boden steht. Also immer am Schlepper anbauen. Wenn ihr unten drunter arbeitet, eine Abstützung drunter, dass da nichts passieren kann. Also Arbeitssicherheit ist ganz wichtig. So, wenn die Maschine sauber ist, dann kommt der Technikcheck. Das heißt, ein bisschen durchschauen, ob alles richtig ist. Da gehen wir heute jetzt nicht genau drauf ein, das können wir nochmal wann anders machen. Ich habe nur einen kleinen Trick. Macht euch eine Mängelliste. Wenn ihr jetzt feststellt, es ist hier oder da irgendwas kaputt, macht euch eine Mängelliste. Ich habe auch eine kleine Idee, und zwar habe ich das bei den Flugzeugen abgeschaut. Wenn Flugzeuge gewartet werden, dann machen die Monteure immer so lange Bänder dran, damit die sehen, hier ist noch irgendwas zu tun. Und ich mache das immer, wenn jetzt zum Beispiel, okay, ich habe am Telemat verbogene Flügel, ich muss welche nachbestellen, die sind aber nicht sofort da, dann mache ich so Streifen Flatterband hier dran, weil ich bin dann manchmal vergesslich, ja, dann kommen die langen Winterabende mit wie Glühwein und dann vergesse ich das. Und wenn ich aber im Frühjahr die Maschine raushole, dann sehe ich, holla, da habe ich noch was vergessen, da ist noch was dran. Also kleiner Tipp,
So kann man sich auch ein bisschen helfen. Oder eine Mängelliste machen, wo man einen Zettel hat, wo man weiß, was man abarbeiten muss. So, also Technikcheck, ist alles in Ordnung. Dann Wartung, Abschmieren und so, alles nach Betriebsanleitung, was möglich ist. Okay, wichtig für das Einwintern ist auch noch, was mache ich mit der Elektronik? Ich habe ja hier eine Quantron A dran und die Quantron A ist jetzt gerade an. Die soll nicht draußen in der kalten Halle überwintern, sondern am besten irgendwo, wo es warm ist, in der Werkstatt, im Keller oder sowas. Bevor ich sie jetzt abbaue, noch ein kleiner Trick. Wenn ihr die Maschine abstellt, am besten mit geöffneten Schiebern, damit irgendwie Wasser rausläuft, damit die Mäuse wieder raus können, wenn sie reinfallen. Wie schaffe ich das mit geöffneten Schieber abstellen? Und zwar bei der Schnellentleerung haben wir geöffnet und jetzt ziehe ich einfach den Strom und dann bleibt er offen. So, die Quantron kommt jetzt weg. Ich habe das so gemacht, dass ich noch ein bisschen schaue, ist sie sauber, mit einem feuchten Lappen abwaschen und dann habe ich bei mir in der Werkstatt so verschiedene Boxen, wo ich dann hier auch die Betriebsanleitung drin habe und dann lege ich hier für den Rauchstreuer in die Box entsprechend die Teile mit rein. So, und jetzt habe ich hier noch das Kabel. Das ist ja auch immer ein bisschen ein Korrosionsproblem. Hier gucke ich, dass ich dann, bevor ich es abstelle, nochmal ein bisschen Korrosionsschutzspray drauf mache. Dann haben wir so eine tolle Schutzkappe drauf und wir haben hier am Streuer immer vorne diese Kunststoffhaken, wo man dann ganz schön die Hydraulikschläuche, die Kabel und so weiter, wo man das sehr schön hier verstauen kann, damit es nicht irgendwo rumfliegt, man nicht drüber fährt oder sonst irgendwas passiert. So, prima, das schaut gut aus. So, was haben wir noch? Ach ja, großes Thema Einsprühen. Viele sprühen jetzt ihre Maschine noch nach dem Waschen ein. Ich selber bin nicht so der Freund vom Einsprühen, vor allem nicht, wenn ihr mineralölhaltige Sachen nehmt, also Diesel zum Beispiel zum Einsprühen, ist zwei Probleme. Und zum einen kann es so manche Kunststoffe angreifen, zum anderen ist es ein Umweltproblem. Das heißt, wenn ihr das erste Mal den Diesel wieder wascht, dann geht das in die Kanalisation. Das heißt, wenn ihr das macht, nur auf einer richtigen Waschplatte mit Ölabscheider oder vielleicht sogar, wo man das Waschwasser so separat verwenden kann. Es gibt aber auch Einsprüh-Konservierungsmittel, die sehr gut sind. Wenn ihr das wollt, dann macht es. Ich sage, lieber eine halbe Stunde mehr ins Waschen investieren, als in einer halben Stunde das Einsprühen. Aber das müsst ihr ein bisschen selber wissen, was ihr für beste Erfahrungen habt, wie ihr diese Maschinen einwintert. Okay, so, jetzt haben wir noch das Problem abstellen. Also wenn ich die Maschine dann in die Halle stelle, wo sie länger steht, habe ich das erste schon gesagt, Schieber offen lassen, dann auf jeden Fall die Abdeckplane schließen, damit sie geschlossen ist. Problem ist aber jetzt ein bisschen, dass es jetzt ganz zu ist. Ich mache es immer, dass ich dann so einen Holzklotz nehme und mache den hier dazwischen, damit sie ein bisschen leicht geöffnet ist, damit es zirkulieren kann, sich kein Schwitzwasser bildet und es auch, wenn er noch ein bisschen feucht ist, trocknen kann. Wobei ich immer empfehle, nach dem Waschen eigentlich erstmal ihn ordentlich trocken zu lassen, nochmal laufen zu lassen, dass er eigentlich nicht feucht abgestellt wird. So, das war jetzt im Schnelldurchlauf. Wenn ihr das ein bisschen genau nachlesen wollt, haben wir bei uns auf der Webseite das noch genau aufgelistet, was man alles machen kann. Da könnt ihr nochmal nachlesen. Also viel Spaß beim Waschen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.